Mit der Ocean of Storms haben Swatch und Blancpain eine weitere Variante der Scuba 50 Fathoms in Biokeramik vorgestellt. Eine Uhr, die sich gleich in mehreren Punkten von den 5 originalen Modellen vom September 2023 unterscheidet. Erstens kommt die Ocean of Storms mit einem komplett schwarzen und damit etwas weniger bunten Gehäuse als die 5 Schwestermodelle vom September 2023. Damit ist die Uhr etwas ruhiger im Auftritt, respektive etwas näher an der originalen 50 Fathoms. Zweitens ist das Zifferblatt hier nicht bedruckt, sondern mit einem Sonnenschliff umgesetzt worden. Drittens ist der Textzusatz bei 6 Uhr, der bei den anderen Modellen Swatch AG 2023 lautet, hier durch Swissmade ersetzt worden. Und dann gibt es noch eine Illustration eines Mondes auf der Gehäuserückseite, genauer gesagt auf dem Werk, die sich aber nur unter Schwarzlicht sehen lässt. Und dann gibt es natürlich noch den Namen, der ganz unterrestrisch daherkommt, nämlich Ocean of Storms, hat einen klaren Bezug zum Mond. Und damit war für mich zumindest nicht ganz klar bei der Teaser-Kampagne, ob es sich bei der am 11. Januar 2024 lancierten Uhr um eine weitere Moonswatch oder um eine erste Sondervariante der 50 Fathoms Reihe handeln täte. Die Uhr ist unlimitiert verfügbar, wer also etwas Geduld hat, wird auch dieses Modell in den nächsten paar Wochen oder Monaten mit weniger Schwierigkeiten im Handel finden. Der Preis ist unverändert bei 375 Schweizer Franken, die Gehäusehöhe ist 14,4 mm, der Durchmesser 42,3 mm, Werk ist das System 51 mit 90 Stunden Gangreserve, Krone, Gehäuse und Drehring sind aus Biokeramik gefertigt. Wer mehr über das Modell erfahren möchte, im Beschrieb des Videos gibt es wie gewohnt einen Link. Ich freue mich umso mehr über ein Feedback, über Kommentare, Fragen, die ich jederzeit gerne beantworte und natürlich über ein Like und über ein Subscribe.